Heute habe ich einen ganz wunderbaren Apfelquarkkuchen für euch nach Omas Rezept. Und das ist wirklich so ein richtiger Omakuchen mit ganz tollen und stimmigen Zutaten. Er lässt sich super einfach backen. Er ist ohne Boden und er wird auch ohne Mehl gebacken. Statt des Mehls wird Grieß verwendet, der den Kuchen noch umso schmackhafter macht. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Rezept und hier auch schon die Zutatenliste. Es ist alles unten in der Beschreibung nochmal hinterlegt. So, ich verwende für dieses Rezept eine 26 Zentimeter Backform. Die habe ich vorher gut eingefettet und mit Semmelbröseln ausgestäubt. 1 Kilo Äpfel habe ich geschält und entkernt und anschließend in Spalten geschnitten und dann mit dem Saft einer Zitrone mariniert. Die 5 Eier habe ich getrennt und jetzt schlage ich zuerst das Eiweiß mit einer Prise Salz sehr steif auf. Den Backofen jetzt auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. So, du brauchst jetzt eine größere Rührschüssel. Dort gibst du 125 Gramm sehr weiche Butter hinein und die wird zusammen mit 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und den Abrieb einer Zitrone schön aufgeschlagen. Nach circa 2 Minuten werden dann nach und nach die Eigelbe dazugegeben und schön unterrührt. Das Ganze sieht dann so aus und jetzt kommen auch schon 500 Gramm Magerquark und 100 Gramm Weichweizengrieß dazu und das Ganze wird auch noch mal gut und gründlich unterrührt. So, und jetzt kommen auch schon die Äpfel dazu und hier seht ihr, ihr braucht unbedingt eine etwas größere Rührschüssel, damit ihr auch gut und gründlich die Äpfel jetzt untermengen könnt. Nehmt euch bei diesem Schritt ruhig etwas mehr Zeit. Zum Schluss gebe ich dann portionsweise den Eischnee dazu und unterhebe ihn vorsichtig und gründlich. Auch hier bei diesem Schritt etwas mehr Zeit nehmen und lieber vorsichtig und langsamer den Eischnee unterheben, wie jetzt wild in der Schüssel rumzuwühlen. So sieht die Masse dann fertig aus. Jetzt kommt sie noch in die Springform, wird noch kurz glatt gestrichen und dann kommt sie in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze, ganz wichtig auf die zweite Schiene von unten und wird dort für circa 70 Minuten gebacken. Falls der Kuchen zu dunkel wird, mit Alufolie abdecken. So, und hier seht ihr diesen wunderbaren Kuchen, der kommt gerade frisch aus dem Ofen. Ich habe ihn noch 15 Minuten im ausgeschalteten und leicht geöffneten Ofen ruhen lassen. Dann habe ich nach circa 10 Minuten mit dem Messer am Rand lang geschnitten und die Springform entfernt. Er muss komplett ausgekühlt sein, dann noch vielleicht mit ein bisschen Puderzucker bestäuben und hier seht ihr das wunderbare Stück. Ich hoffe, dass euch dieses Rezept gefällt und ich wünsche euch allen noch einen wundervollen Tag.